Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und mal wieder ein neues Festival. Vorschlag von euch, nämlich das Wish Outdoor 2025. Und davon die Endshow auf dem Sonntag. Ziehen wir uns mal rein. Ja, wahrscheinlich hätte ich mir Opening erst reinziehen sollen und. Aber das war euer Vorschlag. Also gehen wir da direkt ans Ende vom Wish 25 rein. Bin sehr gespannt. Droppe ich den hier? Ja, komm. Ich hoffe, der ist nicht auf Wish bestellt. Das Festival ist nicht auf Wish bestellt. Sind wir da noch in der Zeit, wo man sowas sagen kann? Oder ist das schon vorbei? Ich glaube, da sind wir schon längst wieder raus, ne? Mit diesen auf Wish bestellt Bums. Habe ich schon Ewigkeiten schon nicht mehr gehört, aber kam mir direkt in den Kopf dabei. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier sehen. Und. Wir gehen rein. Let's go. Ladies and Gentlemen. Ich finde es halt verrückt. Das ist schon ein cooles Bühnenbild. Sieht auch nach so einem kleineren Festival aus, ne? Mit diesen Drinkständen. Ich meine, hier hinter meiner Kamera sind die auch nochmal. Ihr seht es ja jetzt gerade nicht, aber ne, ich brauche ja jetzt nicht wegmachen. Aber sieht nach einem kleineren Festival aus. Aber eine coole Bühne. Wonderland, Wish Outdoor. Ich hoffe, dass wir da gleich natürlich noch näher dran kommen. Aber kommt schon cool. Welcome to the ultimate attraction, the Capo di Tutti roller coasters. I present to you the Machine of Mayhem. Holy shit, Alter, was geht denn jetzt? Did someone say mayhem? We seem to be having some technical difficulties. Bro, das ist bis jetzt so gut gemacht, ne? Alleine, dass diese Zirkusmusik ist und du diese Zirkusoptik hast. Aber jetzt auch, ne, mit diesen Hin- und Hergewechsel von den Stimmen, dass dieses Video sich da ändert. Und, dass das hier ist. We seem to be having some technical difficulties. Er sagt das, du hörst dieses, ne, als wäre irgendwas kaputt und hier kommt dieser Rauch raus. Bruder, wie fucking gut ist das denn bitte gemacht? Wow. The Machine of Mayhem. The best ride in town. Besides your mom. Is this some kind of joke? Who is this? That's enough of you. Time for a little fun. Tonight, I am in charge of the control room. Wow, that's a lot of buttons. Let's see how this works. Whoopsie! Wow. Hä, wie cool. Hä? Aber das ist ja, ist ja auch wirklich dieser. Boah, wie cool sieht das aus mit dem Mond hier oben? Da muss ich aber auch wirklich sagen, ich bin ja halt übertriebener Fan, wenn du so ein bisschen Storytelling hast. Und das holt mich halt total ab, ne? Das ist richtig gut gemacht. Was ist das für ein cooles Festival? Das sieht richtig cool aus. Okay, so klein ist es aber doch nicht. Look out, here we go. Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu? Oh la la. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Was ist das für eine kranke Kacke, ey? I think I'm getting the hang of this. But are you? Let me see what you got. Time for a little warming up. I've brought some friends to help you.
Also ich sag ganz ehrlich, gibt's da eine Opening-Show? Gerne hier unten reinschreiben, damit ich das Ganze ja nicht vergesse, aber da ziehen wir uns auf jeden Fall rein. Also, Bro, was? Wie cool ist das? Baby, one more time. Yes, yes. My finger is on the button. Let's go. Oh my god! Hey everyone! This is the Purge and the Saints. In this song, we're gonna train you to step up the game and become an OG raver. Let's start! Now it's time to follow the instructions. First, use your voice. Are you ready? Here comes the first challenge. Step 1, sing it. La 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 Ey, geil. Oh my god, you did amazing! We love your energy. Keep it up. For the second round, the holy madness will guide you into a state of ecstasy. Step 2. Raise your hands. Nailed it! We are halfway there. Hä, wie cool ist das gemacht, ey? Ich komme noch nicht drauf klar, auch gerade, weil das gefühlt so eine kleine Bühne ist in dem, was wir sonst immer gesehen haben, ne? Ja, voll cool. Let's go a bit harder, shall we? It's time for the running dance. Let's go. Holy. Wow! Crazy energy. Are you ready to complete the challenge? For the final part, put your air mats on, and it's time for some old school dance. Here we go. Let's pack in. Clap along. Congrats! Aber ich finde geil, was man hier sieht, so, ne, wenn du eine kleinere Bühne hast, dass du mit weniger Pyro halt auch eine geile Show machen kannst, ne? Das ist ja wirklich so weitreichend geschossen und so. You completed the challenge. You're officially an OG raver. Ja! So. Oh, aber ich finde das richtig cool, so dieses Storytelling so ein bisschen. Geil. Are you ready to crank it up a notch? Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit. Du Kacke. Ja, aber die Sounds sind so crazy. Aber geile Tracks bis hierhin, ne? Also, ich finde das bis jetzt sehr, sehr geil. Das sieht sau geil aus. Natürlich, ne, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich so denkt, das ist crazy. Also gerade auch, ne, die Kameraeinstellung zu dem Licht, also du wirst ja richtig geblendet, sobald ein bisschen mehr Licht zu sehen ist. Ob es daran liegt, ne, dass du halt ein bisschen mehr Platz hast oder dass die Kamera irgendwie falsch steht, keine Ahnung. Das scheppert gut. Sieht mega geil aus, ey.
blijven zitten alsjeblieft. Okay. Wow. Ich find's auch verrückt, wie weit die bis hier hinten stehen, ne? Gefühlt ist ja das ganze Festival jetzt hier. Ja, okay, ne, Endshow sonntags. Daran will. Ich denke die ganze Zeit, das ist wirklich so ein kleines Ding, ne? Ey, das wird nachher richtig scheiße, wenn das so ein größeres Festival schon ist. Aber was heißt klein, was ist groß? Das ist hier wieder die Frage, ne? Für mich sind auch 3 Zentimeter groß. Egal, wir machen weiter. Holy shit, geil, ey. Oh, was ballern die da alles hoch? Ich muss ehrlich sagen, diese Rauchschwaden hier vorne, ob das jetzt hätte sein müssen, keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn du da bist und dann mit den Scheinwerfern, die da ab und zu durchleuchten, kommt das, glaube ich, ganz geil. Kommt natürlich jetzt nicht so geil rüber. Also, wo haben wir es? Hier zum Beispiel, ne? Okay, gut, das sieht man jetzt gerade nicht. Hier sind ja die Rauchschwaden, die ich meine. Und hier sieht man es ja so ein bisschen, ne? Mit den Scheinwerfern kommt das, glaube ich, sehr cool. Aber verdeckt das nicht dann auch so ein bisschen? Also, was heißt verdecken, ne? Also, das ist schon riesig, aber trotzdem. Aber ist schon cool, ist schon geil. Great! Let's see. What else do we have? Activate roller coaster? That's what I'm talking about! Wow. Wie cool ist die Bühne bitte? Du hast jedes Mal dieses Zirkus-Element und dann siehst du alles. Jetzt sagt er sowas von wegen Rollercoaster und du siehst halt wirklich nur dieses Rollercoaster und hier irgendwie was Schönes? Sprinkeln? Funkeln? Sprinkeln. Oh, lieber am Feuerzeug, ich wollte ein bisschen mitschwingen. Geil. Not quite the roller coaster I expected. Why so serious? What else do we have?
Also ich habe wirklich auch gedacht, ne, Rollercoaster, dass das jetzt irgendwie so ein Ding gibt, irgendwie so ein Schlag, also irgendwie so ein Bass oder ein Kick und dann knallt's da richtig. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von. A big shiny red button. Oh oh. Do not press this button. You don't see that every day. Guess what? Whoopsie daisy. Alleine auch, dass die ganze Crowd so in diesen Farben ist mega cool. Den Song kenne ich doch irgendwoher. All my aliens in the nation. Und wie ich den kenne. Oh, das ist. Mit so einer Scheiße kriegst du mich aber auch, ne? Die Lichter, Pyrotechnik perfekt so auf diese Bases abgemixt oder abgepasst, ne, dass es genau dann rauskommt, wenn dieser Bassschlag oder dieser Kick einmal reinsetzt. Bro, Hammer. Houston, we have a problem. Es ist wow. Hammer. Aber da muss ich aber auch ehrlich sagen, ne? Wenn du viele Farben hast in deinem Set, so wie hier, das ist ja wieder kunterbunt und hier hinten ballert sowieso alles, ne? Das holt mich total ab. Da bin ich ganz ehrlich, so. Hatte ich ja auch, glaube ich, bei irgendeiner Reaction, hatte ich das ja auch gesagt, die letzten Wochen irgendwann, dass mir die gezeigten Farben zu wenig waren. Aber mit sowas holst du mich total ab, weil ich finde, Hardstyle ist halt so eine geile Musik, wo du so viel Farbe zeigen kannst. So, ob es die Menschen sind, also die Besucher, die machen es von sich aus schon, ne, mit ihren geilen Outfits, die sie sich da raussuchen, ob es ein bisschen crazy ist, ob es funny ist, was auch immer. Die Musik an sich, Hardstyle, ich finde, wenn du die Musik hörst, ist schon. Wenn du das in Farben beschreiben solltest, wäre das einfach. Du schmeißt einfach alle 1000 Farben zusammen, so wie die meisten Lichtdinger ja auch einfach, die meisten Lichtshows einfach sind. Ja, also, ne? Deswegen finde ich das dann immer so schade, wenn dann irgendwelche Festivals nicht diese Farben halt so geil oder ne, die Farben halt nicht so viel einsetzen.
Natürlich bei manchen Sachen, ne, wenn du da so ein geiles, hellblaues Licht hast und dann ein bisschen emotional bist, gar keine Frage. Aber wenn es so ein bisschen mehr abgeht, finde ich, dann muss da auch ordentlich was passieren. Ob es jetzt 2 oder 3 Farben sind oder 20 Farben oder so. Das ist ja mal dahingestellt. Aber mit sowas holst du mich halt ab. Ich bin halt irgendwie Farbenfanatiker, keine Ahnung. Machine is awesome! What does this button do? This was a Wish Outdoor Festival production. Have a safe trip home. And remember, make every... The best day, blah, blah, blah. Wow. Boring! I've got a way better message from my dear friends. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen, nooit een keer getreurd. Heb je soms problemen, groot of klein? Bedenk altijd naar regen, komt weer zonneschijn. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Hat eine verrückte Scheiße, ehrlich. Was eine verrückte Scheiße. Playtime's over. It was fun while it lasted, but all good things come to an end. So let's go out with a bang! Peek-a-boom! Seht ihr, das meine ich. Ey, direkt Gänsehaut. Boah. Nelly Furtado. Boah. Ihre Stimme habe ich damals so, also, was soll ich sagen, ich feiere die immer noch, ne? Und einen kleinen Crush auch auf die Frau gehabt. Vielleicht auch immer noch. Lassen wir einfach mal so stehen. Aber die Stimme jetzt hier zu hören, ist geil. Das müssen wir uns nochmal geben. Ich finde das auch geil, wie sich das so aufbaut, ne? Einmal dieses Bang und dann kommt dieses Emotionalere, was ich ja vorhin meinte, ne? So, dann dieses perfekte Blau. Hammer. Okay. Bye-bye! Hammer. Das sieht schon schön aus, oder? Wow. Muss ehrlich sagen, sowas finde ich aber auch ganz cool, ne? Nochmal zack, Bühne, nur Feuerwerk, gar keine Musik und die Leute können nochmal wirklich jetzt, ne, wirklich ein schönes Goodbye, sehen nochmal diese ganze Bühne, nochmal diese ganze Show, ohne durchdrehen zu müssen, sag ich mal, können einfach nochmal ihre Erinnerungen voll reinholen und es nochmal voll genießen. Aber das ist auch also wirklich breit, das Feuerwerk, sehr geil. Oh, Junge.
Das war verrückt. Crazy, was die da alles hochgejagt haben. Crazy. Also Real Talk, crazy. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon sehr, sehr cooles Feuerwerk. Aber kommt natürlich dadurch, dass die so gesehen die Bühne ja wirklich nicht so. Natürlich, wenn du davor stehst, ist die riesig, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt schön breit gefächert und so. Es ist wirklich sehr cool gemacht. Aber sehr, sehr geile, also sehr geile Endshow. Hat mich mies abgeholt. Dieses geile Storytelling mit diesem verrückten, am Anfang gerade auch, ne, mit diesen kleinen Schaden da so, was ich ja gesagt hatte. Sehr cool gemacht. Coole Songs. Bisschen dieses Verrückte auch dabei, was glaube ich auch sehr gut, oder was heißt glaube ich, ne, was sehr gut auch zu der Bühne halt passte. Ja, wie gesagt, beim Rollercoaster habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, so ist nicht. Aber Outro, ne, dieses Outro, was die da fabriziert haben, fand ich auch sehr, sehr geil, weil es halt wirklich dieses, ne, Emotionale nochmal ist. Sag, du wirst nochmal emotional, weil es Ende wird, oder zu Ende geht. Was diese Lichter, die dich noch ein bisschen emotionaler werden lassen. Die hier. Und dann scheppert's halt nochmal gut rein. So, damit du auch weißt, ey, du warst auch auf dem Hardstyle-Festival. Mega cool. Also Real Talk, ein sehr, sehr geile Endshow. Sehr cool. Also, bin ich ehrlich, Wish Outdoor hatte ich noch nie gehört. Also, wirklich noch nie. Wahrscheinlich auch wieder in Holland sein, wie gefühlt oder alle geilen Festivals. Natürlich in Deutschland gibt es auch coole und in den USA wahrscheinlich auch. Ich meine, Coachella, ne, müssen wir nicht drüber reden, bin ich jetzt nicht so der übertriebene Fan von. Weil das einfach gefühlt nur noch Influencer-Parade ist. Aber natürlich, Deutschland hat auch sehr geile, aber müssen wir nicht drüber reden, dass Niederlande sehr, sehr weit on top ist. Aber sehr cool. Wirklich sehr geile Endshow. Geile Lichter. Das hat mich mies abgeholt, fand ich. Dass es schön bunt ist. Gerade so zum Ende hin war, oder ne? Diese Zwischensequenzen, sagen wir es so. Ja, sonst bin ich ja eigentlich so der sagt, ey, ich will auch die Crowd sehen und so, ne? Die Reaktion von den Menschen. Muss ich hier ehrlich sagen, musste noch nicht mal sein, weil du hattest ja dadurch, dass hier so viel passiert ist und dass es ja auch so bunt war und alles, hat es gereicht. Auf der anderen Seite, ey, so viele Handys, wie ich da schon wieder gesehen habe, dann hätte man sowieso nur die ganzen Leute mit Handy vor dem Gesicht gesehen, wäre auch wieder langweilig gewesen. Vielleicht ein bisschen Crowd Reaction hätte ich ein bisschen mehr gefeiert, natürlich, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach nur da stehen und einfach nur so am Gucken waren. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, sehr, sehr geile Endshow. Bin ich echt gespannt, was wir dann noch zu sehen. Vielleicht auch ältere Sachen oder was auch immer. Könnt ihr mir gerne reinschreiben, was ihr da so am meisten gefeiert habt. Kann auch eine Endshow von, was hatten wir jetzt hier am Ende, was wurde hier uns vorgeschlagen? Genau, ne, diese Endshow sein vom Sonntag letzten Jahres oder vom Samstag oder Opening Ceremony. Die Opening Ceremony von 25 Mehr werde ich wahrscheinlich nochmal reinziehen. Weil das ist schon cool gemacht. Mit dem Storytelling. Holt mich natürlich vollkommen ab. Ja, und dann werden wir uns da bei der Reaction wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns da bei der nächsten Reaction. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.